Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Schauen wir, was ich dem Kollektiv mitgeben darf. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht sagen, dass ich gerade vieles am Verändern bin und dass ihr hier auf meinem Hauptkanal nur noch die Readings seht, die gerade dran sind, also Neumond, die bestimmten Tage, das Wochen-Monatsorakel, was kommt unerwartet und so weiter, was ihr gewohnt seid, und die Sternzeichen, die mache ich nur noch auf meinem Zweitkanal. Das hat eigentlich keine speziellen Gründe, außer dass ich ständig meinen Algorithmus durcheinander gebracht habe damit. Weiterhin läuft der Aufbau des Shops und den möchte ich natürlich safe haben. Es dauert alles ein bisschen Zeit. Und jetzt schauen wir, was ich uns weitergeben darf. Ja, hier nagt etwas an uns. Das kann jetzt etwas Emotionales sein. Etwas, so, wo wir das Gefühl haben, wir stagnieren, wir kommen nicht voran. Wo wir vielleicht auch denken, ich muss alles alleine bewerkstelligen, ich fühle mich irgendwo alleingelassen. Und ich habe hier, dass es darum geht, dass man in irgendeinem Bereich seine Emotionen stabilisiert, an etwas Emotionalem arbeitet. Wir haben die Arbeitskarte hier im Haus des Hauses. Kann natürlich sein, es geht um die, die zu Hause arbeiten, oder um das, dass das Umfeld sehr viel fordert und dass wir da mit den Emotionen irgendwie ein bisschen wanken oder überfordert sind auch. Ich habe, dass sich Zeiträume, die sich, ja, wie soll ich das nennen, lange als zäh angebahnt haben, oder wo wir gedacht haben, Mann, das hört ja nie auf, dass sich das in Kürze erledigt. Möglicherweise hat der ein oder andere hier auch eine Erleichterung, die jetzt über die Arbeit oder über das Selbstständigsein oder irgendwie durch ein Amt oder eine Behörde kommt. Auf jeden Fall geht es um einen Prozess, der länger gedauert hat. Es kann hier sein, dass wir hilfreiche Personen kriegen, die uns helfen, irgendwas zu klären, einen Zweifel auszuräumen. Wir haben Neubeginne, mit denen wir uns neue Türen öffnen. Neubeginne, die Erfolge bringen. Entscheidungen, die hier zu treffen sind, die bringen so ein bisschen Unruhe mit und Konflikt. Das ist aber mehr auf der emotionalen Ebene, ne? Man hinterfragt, man guckt auf seine Emotionen und da kommen dann die Zweifel her, und man hat vielleicht hier auch so eine Kurskorrektur. Man schaut nochmal, wie kriegt man etwas in eine andere Richtung rein. Hier ist es so, dass wir vielleicht auch Gespräche haben, die so ein bisschen mit zündender Energie einhergehen. Etwas, wo man sich durchbeißen muss, wo man sich behaupten muss, wo man aus einer Situation, die sehr unklar ist, in die Klarheit geht. Da kann auch sein, man hat so eine Phase, die Unruhe mitbringt. Manchmal ist es auch das freudige Unruhigsein, weil man so aufgeregt ist, dass man etwas in die Gänge bringt. Aber am Ende wird es eine Energie sein, die, sage ich mal, einen Zustand beendet, in dem man tatsächlich keine Klarheit hatte. Wir haben Veränderungen auf dem Beziehungsbereich, Umbrüche im Beziehungsbereich, und wir haben hier
im Hause der Entscheidungen die Sonne drin. Also es ist so, dass sich diese Woche alles nochmal aufklärt, dass es einen frischen Wind gibt, dass wir bei einem Prozess, bei dem wir länger rumgemacht haben, wieder in Fahrt kommen. Ich habe auch irgendwelche Dinge, wo ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe etwas vor, was ich vielleicht noch nicht so richtig definieren kann, weil ich emotional hin und her wanke. Dann ist es so, dass wir hier tatsächlich einen Neubeginn haben, der Mangel auffüllt, der über Hindernisse hinwegbringt, der verbindlich weiter hilft und der eine sehr unruhige Energie wieder in eine geradere Spur bringt. Hier ist etwas, wo sich Emotionen zeigen können, die wir vielleicht auch lange nicht gespürt haben oder lange weggedrückt haben. Es können hier auch Konflikte sein, zum Beispiel mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Leuten, die sich zurückgezogen haben und wieder auf einen zukommen, sehe ich auch. Es können hier auch Sachen sein, die eure Kinder betreffen. Tatsächlich. Und da werden auch Schnitte gemacht, tatsächlich. Wir haben uns im Haus der Sonne drin, das ist schon mal schön, ne? Wir sind zwar sehr gedankenlastig, aber wir haben hier so die Energie, die gut ausgerichtet ist auf langfristige Ergebnisse, auf Dinge, die man lange erarbeitet hat, auf etwas, was man lange gewartet hat, was sich nicht gezeigt hat. Wir gucken auf die Blumen drauf. Die Blumen liegen hier im Hause der Familien drin oder auch der Harmonie. Ein Geschenk, das Harmonie mitbringt. Es kann jetzt hier auch finanzieller Art sein oder ich sag mal so, eine Energie, die uns seelisch sehr erfreut. Ne? Ich habe gute Nachrichten, ich habe Aussprachen auf der emotionalen Ebene. Viel Austausch ist hier auch mit Seelengefährten zu sehen. Hier ist es jetzt sehr speziell, denn hier geht im Bereich der Beziehung ein neues Kapitel auf. Hier kann auch sein, der ein oder andere kommt in eine Situation, wo man plötzlich eine Konkurrenz kriegt oder wo man überlegt, für wen entscheide ich mich. Bei den Paaren ist es so, dass die Liebeskarte im Haus des Mannes liegt und der Mann in unserem Haus. Also so dieses Gleichgewicht einfach. Hier sind Veränderungen im häuslichen Bereich zu sehen. Schicksalshafte Geschenke, schicksalshafte Nachrichten im Bereich Beruf, Berufung. Auch Auflösungen im Bereich des Berufes, Herausforderungen, die viel Energie gekostet haben oder die, ja, wo man gedacht hat, man schafft den Aufwand irgendwie auch nicht, es etwas so weiter zu betreiben. Sieht mir ja irgendwie nach Erleichterung und Auflösung auf. Hier haben wir nochmal mit der Sonne im Haus der Wege, auch in die Wege in der Korrespondenz, eine schöne Möglichkeit, etwas auf einen anderen Weg zu bringen. Aber irgendwas macht es emotional mit uns. Ne? Wir haben hier im Haus des Mondes die Sense drin. Schön ist, dass wir uns da wegdrehen davon. Und wir haben hier im Haus des Geldes das Haus drin. Das kann sein, es sind Kosten, die für Wohnung, Häuslichkeit oder so sind, im Vordergrund stehen. Es ist aber auch eine sehr stabile Energie. Ne? Es ist so auf einem guten Fundament. Hier sind auch viele Dinge, die haben zum Beispiel mit Verkauf einer Immobilie zu tun oder Veränderungen in vertraglichen Verhältnissen um den häuslichen Bereich rum. Man sieht hier auch Umzüge zum Beispiel, ne?
Nachrichten, die Veränderungen mitbringen. Das habe ich hier geht es viel um Kommunikation, Nachrichtenaustausch, Gespräche, die auf der emotionalen Ebene viel mit uns machen, vielleicht auch aufwühlend sind, aber am Ende sehr klärend. Hier kehrt irgendwo Harmonie ein, ich würde mal sagen, im Bereich auch für die Familien, Neubeginne, die für Kinder anstehen, wo wir selber auch wieder runterkommen. Und an sich sieht es auch ein bisschen so aus, als verlässt man hier einen Bereich, der sich lange nicht verändert hat, in allem Verbindlichen. Für die Selbstständigen ist hier das Außen sehr wichtig. Das heißt, wie nimmt man euch wahr? Wo sieht man euch? Werdet ihr gut gefunden? Und hier sind auch nochmal Wege von außen, die anstehen, die hier irgendwie was Gutes wenden können. Hier sind sehr viele Lebenszweifel. Wir haben nämlich eine Doppeldeutung drin. Zu einem liegt der Fuchs im Haus des Baumes und der Baum liegt im Haus des Fuchses. Ne? Da hinterfragt man seine Wege, seine Entscheidungen. Man hat vielleicht vor, in eine andere Richtung zu gehen, wie die Menschen, die um einen sind. Aber wir haben im Prinzip eine wahnsinnig gute Position, denn unsere Entscheidungen sind mit der Sonne wahnsinnig gut, also die Möglichkeiten, die sich zeigen, und wir selber liegen im Haus der Sonne drin. Was ich hier in den Spiegelungen noch sehen kann, ist auf jeden Fall, dass man eine sehr große Elternthematik, die man schon in die Wiege mitgelegt hat. Das hat was mit dem verbindlichen Bereich zu tun oder mit den Beziehungen an sich, dass man das gut löst oder in den Abstand geht dazu. Wir schauen hier in die Geschenksenergie rein, etwas kriegt eine kreative Lösung, Nachrichten, die unter einem guten Stern stehen, die sehr klärend auch sind. Und an sich bringt es auch Veränderungen am Seelengerüst, an dem Fundament, das wir selber haben und in der Liebe an sich mit. Ne? Es kann ja auch darum gehen, wirklich tatsächlich, dass jemand einen Seelengefährten kennenlernt, der sozusagen nicht gleichgeschlechtlich ist, sondern eher als Konkurrenz auftritt und dass das sehr vieles auflöst, dass man vielleicht von zu Hause aus schon kennt oder was man da vorgespiegelt bekommen hat. Wir haben hier so im Bereich der Freundschaften auch irgendein Thema liegen. Das kann sein, dass da Hindernisse sind oder dass jemand Schnitte macht, die uns mit betreffen oder Entscheidungen trifft, wo wir selber denken, und dass das irgendwie zu einem Konflikt kommt. Aber ich sage immer, eine gute Freundschaft hält es alles aus. Deshalb gibt es auch sehr wenige richtige Freunde. Okay, was haben wir noch? Wie gesagt, die Emotionen sind hier sehr hoch. Vielleicht ist man auch schnell verletzt. Wenn man an vielem Zweifel hat oder einen richtigen Weg sucht, ist es sowieso schwierig, emotional ausgeglichen zu bleiben, zumindest bei mir. Wir haben hier im Haus des Neubeginnes den Schlüssel drin, ne? Und hier im Hause des Schlüssels die Veränderungen. Und da kannst du wirklich, oder wir können davon ausgehen, dass das eine Situation ist, die wir in den Erfolg auf jeden Fall bringen, wo wir aber mit den Emotionen nicht hinterherkommen. Das heißt, manchmal kann man etwas nicht richtig packen oder realisieren.
Manchmal arbeitet man auf etwas hinzu und wenn es dann da ist, ist es plötzlich so wie, hä, ich kann es gar nicht glauben, sowas alles kann es sein, ne? Selbstwertthemen sind hier dabei. Das sieht man hier so im Bereich auch der Vaterfigur oder alles, was auf der männlichen Seite ist. Das ist ja auch oftmals so, dass das Gegenüber einen selbst spiegelt. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Eifersucht. Wer sich seiner selbst sicher ist, der ist nicht eifersüchtig. Der weiß, was er wert ist. So alles, diese Themen können sich hier zeigen. Wir haben hier diese schicksalshafte Nachricht, die wie ein Geschenk ist, wie eine Überraschung. Und ich glaube, hier kommt etwas zum Tragen, was zum Beispiel so wie eine Erlösung ist. Man sucht Antworten, man wartet auf eine Antwort. Und das hier ist etwas, was sehr viel Erleichterung mitbringt, wo auch emotionaler Ballast abfällt. Aber man kann es nicht so richtig greifen. Es dauert einen Moment, bis man versteht, was da eigentlich passiert. Okay, wir schauen, welches Krafttier kommt hier mit. Dann dürft ihr nachher noch eine kleine Botschaft auswählen. Hier ist es schon. Die Muschel, die Auster. Es geht um Inspiration und Empfängnis. Ja, wenn die Muschel kommt, dann spricht sie von kompletter Veränderung, von völliger Veränderung. Und aus einem Sandkorn kann eine wunderschöne Perle entstehen. Auch wenn die Prozesse, die dazu führen, und das jetzt verstehe ich das auch besser, sehr emotional sein können. Oder auch manchmal Schmerzen machen. Es möchte sich hier eine neue Kraft in uns entfalten. Und wenn die Muschel erscheint, macht sie uns empfänglich. Auch für Weisheiten. Mit der Muschel können wir die Nebel, das was hier im Unklaren ist, da wo wir nicht durchblicken, zur Seite schieben. Und im Prinzip auch auf den Urgrund des Seins gucken. Die Perle steht zum Beispiel auch dafür, dass sehr viel Weisheit und Erkenntnisse das Bewusstsein entwickeln oder erweitern. Und man hat so dieses Ding, ich empfange und ich bin gesegnet. Das ist schon mal schön. Gucken wir ein bisschen tiefer noch. Ja, hier ist das Geistige und die Weisheit und hier kommt zu sagen, das Thema Erleuchtung gleich mit durch. Hier ist so eine große, wenn ich jetzt noch mal gucke, ne, wir liegen im Haus der Sonne, im Licht sozusagen und da ist ja viel Bewusstseinserweiterung. Man versteht so langsam besser, wie die Welt funktioniert. Man lernt immer mehr die Standpunkte von allen zu sehen. Man kriegt vielleicht auch einen Hinweis darauf, dass man etwas zu starr beachtet oder anguckt. Und es hat auch irgendwie den Aufforderungscharakter. Das passt ja auch sehr gut. Wir haben ja die Sonne im Haus der Wege, sich mal für neue Möglichkeiten zu öffnen, sich über den Horizont hinaus zu begeben, mit dem man sich sonst begrenzt. Und es gibt hier sehr viel zu sehen, wo wir noch nicht davon Gebrauch gemacht haben. Und es ist so, dass es vielleicht ist, dass man deshalb mit der Emotion nicht hinterherkommt. Ne? Jedenfalls sagt die Karte, dass positive Veränderungen anstehen, dass sich die Verbindung zu allem vertiefen wird,
das alte Glaubensmuster, das haben wir hier in den Spiegelungen, zerbersten und dass wir unfassbare Möglichkeiten kriegen, die uns irgendwie frei machen und wir uns damit unbeschwerter fühlen können. Wow, das wünsche ich uns tatsächlich allen. Jetzt wünsche ich uns eine schöne Woche. Bleibt noch dran für eine kleine Botschaft. Ich drücke euch und bis bald. So, hier bin ich wieder. Ich habe uns 2 Steine hingelegt. Schauen wir, was wir noch persönlich wählen. Ups. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Kann ich mich entscheiden oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Ich würde irgendwie zu dieser Seite tendieren. Und wir legen los. Hier hat man vielleicht so ein bisschen einen Drahtseilakt zu bewerkstelligen. Man befindet sich auf dünnem Eis, aber die Karte sagt, wende alle deine Fähigkeiten an, um die Situation zu lösen. Du schaffst das auch. Wir haben die Kinder dabei und es kann natürlich um unser eigenes inneres Kind gehen, da etwas zu überwinden oder um Kinder überhaupt. Und möglicherweise hat man auch Herausforderungen in diesem Bereich. Die Karte sagt aber, es ist Teil unserer Lebensaufgabe, das zu erleben. Dann haben wir hier die Vision, die Kornblume. Das passt auch sehr gut, denn wir hatten ja das Thema Erleuchtung irgendwo und da geht es darum, hier ist das 3. Auge drauf, die Dinge aus einer anderen Richtung zu sehen, klare Gedanken zu haben, genau hinzugucken. Und wir haben als Inspiration den Kraftort dabei, ne? Mal wohin zu gehen, wo wir einen schönen Platz haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir gerne sein wollen, wo wir Kraft tanken. Und die Karte mit der Vision, das passt auch sehr gut dazu, denn das ist sozusagen eine Bitte oder eine Nachricht darüber, dass man seinen eigenen Bildern vertraut. Dass sie, die Bilder, die man hat, Antworten auf Fragen und Gebete von uns sind. Und dass unsere Visionen uns auch irgendwo großen Segen bringen. Hier ist es so, dass man vielleicht aufgefordert ist, mal auch genauer hinzugucken, was man alles übersieht. Also sozusagen achtsam zu sein, seine Intentionen aufrecht zu erhalten, zu gucken, dass in jedem ein Leuchten ist und dass es optimale Lösungen gibt. So. Es kann sein, dass es hier um eine Situation geht, wo mehrere beteiligt sind. Und es geht um Motivationen, die möglicherweise von vielen uns beeinträchtigen irgendwie, weil wir das nicht verstehen können. Das ist eigentlich eine große Aufgabe, ne? Das geht darum, jeden so sein zu lassen, wie er eben ist und trotzdem bei sich zu bleiben und seine Integrität nicht zu verlieren. Spannend. Was sagen die Vögel noch?
Wir haben den Wiedehopf. Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir auch Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Gut, ihr Lieben, schauen wir uns die andere Seite an. Ihr habt, es kann ja sein, dass es etwas Neues zu lernen gibt, entweder in Bezug auf die Karriere oder auf etwas, mit dem ihr euch beschäftigt, für das ihr arbeitet. Und es geht darum, sich Infos zu holen, Bücher zu wälzen, sich alle Dinge genau anzugucken, sich zu informieren. Möglicherweise macht hier jemand im Beruf auch irgendwie eine neue Erfahrung. Ihr seid geschützt von oben. Ihr werdet versorgt mit allem, was ihr braucht, mit dem Apfelbaum. Und ihr habt hier noch die Überraschung. Ich habe heute die falsche Seite gewählt. Egal, was es jetzt auch immer ist, eine Lebenslektion, etwas Neues, das ihr ausprobiert, wo ihr noch nicht so sicher seid, was alles dazu benötigt wird. Da dürft ihr euch sicher sein, dass ihr geschützt seid, während ihr diesen Weg beschreitet. Und dass ihr auch Früchte produzieren könnt aus dem Ganzen, dass etwas Früchte bringt. Das Gefühl des Versorgtseins von dem, was sich hier anbahnt. Dass auch alles da ist, was man braucht. Und da brauche ich nicht so viel dazu sagen, ne? Uns erwartet eine Überraschung, oder euch, besser gesagt. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis Sonntag.